gerade in Chiang Mai. Heute ist das Lichterfest, wie man im Hintergrund schon sieht. Es sind ganz viele schöne Lichter in der ganzen Stadt verteilt. Man spürt auch schon richtig die Spannung, die Anspannung, die Aufregung. Es ist ein Event, das ist einmal im Jahr, immer im November. Da feiern die Thais den Abschluss der Regenzeit. Und ja, wir freuen uns voll drauf, da heute dabei zu sein. Pünktlich zum Vollmond startet das Fest. Ja. Da werden ganz viele Laternen aufsteigen. Nicht nur Laternen aufsteigen, sondern auch so kleine Lichter, Kerzen, Blumen, urschöne. Ich glaube, das wird auf Bananenblättern hergerichtet, so wunderschön mit Blumen, Blüten, Kerzen und Räucherstäbchen. Und das wird dann in einen Fluss gelegt. Und das schaut auch ganz schön aus. Und wir freuen uns voll. Wir werden uns, glaube ich, nur eine Laterne irgendwo kaufen und auch eine steigen lassen. Das wird super schön. Genau, davon haben wir gerade gesprochen. Das wird da angezündet und dann ins Wasser gegeben. Und noch was, mir fällt noch was ein, was ich sagen will, was nämlich auch wunderschön ist, dass die Thais, das ist halt eine uralte Tradition, dieses Lichterfest, das heißt Yipeng. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber es heißt Yipeng. Und die Thais wünschen sich da was, während sie diese Laterne steigen lassen und lassen somit dann den Wunsch los nach oben. Und hallo Werner! Hoi! Hallo! Genau, und sie lassen den Wunsch los nach oben und so geht er dann halt in Erfüllung. Es ist urschön. Lichterfest! Wie ist die Stimmung? Sau viel los! Ja. Sichtbar, ja. Und Tuk-Tuks ohne Ende. Das erinnert da irgendwie voll an Silvester. Aber es ist viel zu warm dafür. Allerdings. Wir haben gerade eine Laterne gekauft. Ich bin voll happy. Im Hintergrund sieht man schon ganz viele Laternen in der Luft, im Himmel. Schaut so wunderschön aus. Und das ist meine Laterne. Also, ich weiß nicht, ob man die Menschen irgendwie erklären kann. Das kann es eigentlich nicht sein, oder? Nein, das ist so cool. Unter Baum stehen und das steigen lassen. Die Leute dürfen noch nicht sehr intelligent sein. Uns ist es bereits vergangen, wir sind leider mal noch da, aber wir wollen eigentlich ja gar nicht mehr wirklich hin. Es sind so viele Menschen, es ist so eng und die Hauptstraße wird nicht einmal von Autos gesperrt. Also es sind gefühlt Millionen Menschen da und Autos aber auch und Roller und Taxis und Tuk-Tuks und alles. Was ist das an? In alle Richtungen. Autos und... Ja. Eine absolute Katastrophe. Es ist so gestört. Es ist unverantwortlich. Ich hasse es, gerade hier zu sein. Man kann das da oben null genießen. Ich habe einfach nur Angst vor einer riesen Massenpanik. Schaut sich das an. In alle Richtungen. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Luft. Es ist katastrophal, ehrlich. Katastrophal.
Wir haben es geschafft! Aus der Lichterhölle ist doch noch was Schönes entstanden. Kurzes Fazit zum Lichterfest. Ja, was soll man sagen? Es war so schön und so schrecklich zugleich, oder? Das trifft sehr, so unglaublich chaotisch, also Massenpanik. Ich verstehe, warum das bei uns illegal ist. Ja, also ich habe mich wirklich zwischendurch voll Angst gehabt, weil es zwischendurch wirklich grenzwertig war. Ich habe mich nicht einmal mehr bewegen können bei meiner kleinen Gräse. Es war wirklich, wirklich schlimm. Ja, aber gleichzeitig natürlich, man sieht im Hintergrund da ein bisschen, es ist unglaublich wunderschön, der Himmel. Aber wie wir wirklich mittendrin waren, haben wir das null genießen können. Es war schrecklich da drin. Unglaublich eng. Also, Das Ärgste war, da fahren Autos durch, da fahren Autos die und werden Motorräder. nicht gesperrt, die Straße. Ja. Und dann war es halt ein bisschen blöd. Dann sind wir halt geflüchtet wieder, zurück und wo wir dann ein bisschen mehr Luft gehabt haben, haben wir es dann steigen lassen. Es war dann doch wunderschön. Und jetzt haben wir gesagt, hören wir einfach auf also dann Kameras weg, Handys weg und genießen den restlichen Abend und versuchen irgendwie so weit wie weg von den Massen zu kommen und uns nur eine Kokosnuss oder so zu kaufen. Oh ja. Oder ein Fruit Shake. Oh ja. Und der Himmel ist noch immer atemberaubend schön. Danke fürs Zuschauen. We are Sugar Duo. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, wir würden uns sehr freuen. Und Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.